10 Tage Donald Trump. Donald Trump hat in den ersten 10 Tagen seiner zweiten Amtszeit 78 Biden-Dekrete zurückgenommen. Er hat den Austritt aus dem Pariser Abkommen und WHO eingeleitet. Er hat den Notstand an Mexikos Grenzen ausgerufen. Er hat zahlreiche Wirtschaftsschutzmaßnahmen und Zölle angestoßen und hat gravierende Personalentscheidungen getroffen. Auch wenn viele der Maßnahmen vorhersehbar waren, so waren auch Experten schon darüber überrascht, mit welcher Geschwindigkeit er das Ganze umgesetzt hat. Über die Folgen dieser Maßnahmen für die USA, aber auch für uns hier in Deutschland, spreche ich heute mit Andreas Povel, USA-Experte und früherer Geschäftsführer der AmCham in Deutschland. Andreas, ganz herzlich willkommen. Herzlichen Dank, freue mich aufs Gespräch. Ja, geht mir ebenso. Andreas, diese Maßnahmen, aus deiner Sicht als Experte, welches sind die wichtigsten Maßnahmen mit den gravierendsten Folgen für die USA und auch für Deutschland? Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, Claudia. Trump ist sehr gut vorbereitet und agiert enorm schnell. Er hat ein klares Programm vor Augen, diese 180 Tage Playbook von Heritage Foundation, in dem er Stärke des Executive Offices in den Mittelpunkt stellt, indem er die Beendigung des Deep States in den Vordergrund stellt und indem er nennt es Restore Common Sense im Government in den Mittelpunkt stellt. Aber alles, was er dort macht, dient der Wirtschaft. Es dient America First. Es dient dem Reshoring, Rückholen von Realindustrie, und es dient der Attraktion für Foreign Direct Investments nach Amerika. Und da hat er tatsächlich aus diesen vielen Themen, die du ja schon angerissen hast, einige ganz klar besonders in den Mittelpunkt gestellt. Denn er hat also zunächst einmal die nationale Sicherheitsnotstand ausgerufen, und das in zweifacher Form. Einmal im Hinblick auf Migration und zum Zweiten im Hinblick auf Energie. Und mit der Migration, das haben wir in den letzten 10 Tagen verfolgt, da hat er Ausweisungen nach Mexiko gemacht. Mexikaner haben ein Auffanglager gebildet. Er hat Ausweisungen nach Kolumbien gemacht. Kolumbien war zunächst einmal nicht bereit, die Aufnahmen der Ausgewiesenen da aufzunehmen. Da hat er aber mit Stärke und Nachhaltigkeit und Androhung von Zöllen gut operiert, genauso wie er mit Stärke in Verbindung mit Netanyahu und Gaza reagiert hat. Guantanamo soll ein Häftlingslager für Migranten, nicht Häftlingslager, sondern ein Lager für kriminelle Migranten werden. Und er will sogar US-Geborene, die nicht von Amerikanerinnen geboren wurden, entsprechend die amerikanische Staatsangehörigkeit verweigern. Ja, wo hier wirklich die Frage ist, ob er das so durchsetzen kann. Zahlreiche Staaten haben ja hier bereits geklagt, wie ich gelesen habe. Also das bleibt wohl abzuwarten. Das ist absolut richtig. Da wird viel Gegenwind kommen. Und er muss auch aufpassen, dass er es nicht übertreibt. Warum? Weil er Fachkräfte gebraucht. Er braucht die Fachkräfte, die ein H-1B-Visum bekommen sollen. Das, was Musk befürwortet, was Bannon allerdings versucht, auf der ganz rechten MAGA-Seite dem entgegenzuwirken. Okay, das ist wichtig. Migration und Energie. Das zweite Thema, Notstand Energie. Er will die Energiepreise halbieren mit Drill, Baby, Drill. Er hat einen Energieminister benannt, Chris Wright. Chris Wright ist CEO der weltgrößten Fracking-Unternehmung. Und da wissen wir, was also auf Amerika und was also auf Drill, Baby, Drill zukommt. Und er hat auch das Thema Grönland, Öl und Gasvorkommen in den Mittelpunkt gestellt, wie wir hören, und das aber gegen China. Es ist besonders auffällig, wie China stark sich positioniert hat in Grönland, und dem will er entgegenwirken. Und dann fordert er LNG-Exporte
sollen erhöht werden, was eingefroren war unter Biden Richtung Deutschland und besonders auch jetzt plötzlich nach Indien. Interessant, ja. Das sind zwei interessante Punkte aus deiner Sicht, die wichtigsten: Immigration, Energie. Gibt es noch weitere Themen, die gerade vielleicht auch mit Folgen für Deutschland stark verbunden sind? Ja, also das für Deutschland und für Europa wichtigste Thema ist eigentlich der Green Deal over, dass er den neuen Green Deal, the New Green Deal over nennt und damit aus dem Pariser Abkommen austritt. Was er gerne möchte, ist, so behandelt zu werden wie die Chinesen, weil die Chinesen in dem Pariser Abkommen nämlich als Emerging Market Land behandelt werden. Nicht, dass er Emerging Market Land ist, aber er möchte eine duale Strategie fahren. Er möchte auf der einen Seite die Freiheit haben, grüne Energie unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten so schnell wie möglich und weltweit führend sozusagen durchzusetzen. Auf der anderen Seite ist er sich darüber im Klaren, dass er dafür fossile Energie gebraucht. Und deshalb will er fossile Energie so lange wie nötig und so viel wie nötig explorieren. Und das wird er ohne Limitierung machen. Und das soll natürlich dann auch Investitionsanreize, Investitionsvorteile, Standortvorteile bringen. Und das sind genau die Nachteile, die Deutschland hat. Aber der Nachteil, der noch größer wird, ist nicht nur die Energiekosten, die günstiger sind in Amerika, sondern die ESG-Seite, dieses Environment, Social and Governance-Thema, in dem wir extrem stark verhaftet sind in Europa und in Deutschland. ESG soll abgeschafft werden in Amerika oder ist bereits abgeschafft mit der Resignation des Chefs der SEC, der Security Exchange Commission. Es ist für amerikanische Unternehmen verboten. Das heißt also, ESG wird nicht mehr stattfinden und damit wird es natürlich die Kosten erheblich senken in Amerika. Und nicht nur das, ESG-Investitionen sollen für Pension Funds und Corporate Liquidity auch nicht mehr möglich sein. Vanguard, JP Morgan, BlackRock, das sind Unternehmen, Asset Manager, die nicht mehr ESG-Investitionen für Pension Funds und Corporate Liquidity anbieten. Was denkst du, Andreas? Schwer einzuschätzen, ja, aber wie kann Europa, Deutschland darauf reagieren? Wie werden wir darauf reagieren? Für mich ganz wichtige Frage. Wir hatten gestern ein Gespräch mit einem Leiter der Trump-Kampagne und der sagt, ihr habt gar keine andere Wahl. Ihr müsst ESG schnellstmöglichst austreten und das Thema müsst ihr auf EU-Basis beenden. Andernfalls wird es nicht gehen. Der Standortvorteil in Amerika ist da und Amerika sieht ESG als Business. Business of Business ist Business, die eine Seite. Und wenn man sozial und andere Dinge machen will, ist das eine zweite Sache. Aber ESG muss unter Business gesehen werden. Nein, ich verstehe das gut. Vor allen Dingen deutsche Unternehmen, was ist sonst die Konsequenz? Immer mehr Unternehmer aus Deutschland werden in die USA gehen. Geringere Energiekosten, geringere Steuern. Und diese Abwanderung, wenn man einmal drüben produziert, wird man auch nicht mehr zurückkommen. Hier sehe ich auch eine sehr große Gefahr. Das ist absolut richtig. AmCham Europe hat gerade eine Studie gemacht und in dieser AmCham Europe-Studie sind 90% der amerikanischen Unternehmen, die in Europa sind, damit beschäftigt, ihre Investitionen zurückzufahren und teilweise sogar gravierend zurückzufahren bis Verlagerung der Produktion zurück nach Amerika. Das ist aber nicht nur das Thema, was uns belastet, sondern auch die Weltführung Amerikas, wenn es dann so sein sollte, in Verbindung mit Digital Capital. Trump will Amerika zur Digital Capital machen. Er will KI Made in America. Übertrampen will er damit sozusagen den Markt. Und er will das ganz geschickt machen. Er will also zunächst einmal dieses Biden-Dekret, was also die KI-Seite reguliert hat, wieder aufheben, was er schon getan hat mit einem Dekret. Er wird eine halbe Trillion, 500 Milliarden Investitionen bekommen von Softbank und von Oracle, um das Thema AI
nach vorne zu bringen. Und dann wird er, und das ist maßgeblich auch dafür positiv für die AI Made in America, die Faktenprüfung wird er einstellen und damit dieses Thema noch stärker in den Mittelpunkt stellen, was AI angeht. Ja, ganz spannendes Thema in der Kommunikation, aber das machen wir im separaten Video, weil das so viele Konsequenzen hat. Für mich als Kommunikationsmensch, sage ich mal, natürlich extrem interessant. Andreas, das heißt, Trump möchte sich aber als KI-Headquarter der Welt sozusagen, als Experten, als der relevanteste Standort positionieren. Dann hat ihm natürlich DeepSeek jetzt schon mal einen richtig schönen Strich durch die Rechnung gemacht. Das kann man nicht anders sagen. DeepSeek war für ihn überraschend, so überraschend, wie er für die Welt mit den anderen Themen ist, die er abspult in Geschwindeseile. Aber man muss dazu sagen, dass angeblich, und ich kenne mich da nicht aus, bin kein Experte, DeepSeek offensichtlich auf den Innovationsthemen, Chips-Themen von NVIDIA beruht, und das wird jetzt gerade geprüft. Also so autark hat China möglicherweise diesen Überraschungscoup nicht gelandet. Das heißt, diese Chips sind auf irgendwelchen Umwegen dann doch in China gelandet. Das ist wirklich interessant, was sich da noch ergeben wird. Andreas, interessant. Immigration, Energie, Digital Herausforderung, KI sind so die 3 wichtigsten Themen aus deiner Sicht, auch für Deutschland? Oder gibt es noch weitere Aspekte, auf die wir aufpassen müssen? Ja, da gibt es natürlich das ganze wirtschaftspolitische Thema, und America First Wirtschaft ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Da ist zunächst einmal die weitere Steuersenkung von 21 auf 15%, wenn dann in Amerika produziert wird, also für alle diejenigen, die in Amerika produzieren. In Davos hat er ganz klar zur Elite der Wirtschaftsseite und der politischen Seite gesprochen, indem er sagte, investiert in Amerika, dann bin ich auch bereit, über die Zölle nachzudenken, die ich hier bedrohlich ins Fenster gestellt hat. Er wird die Deregulierung erheblich beschleunigen und die Genehmigungsprozesse nicht nur in der Energiewirtschaft, sondern in vielen anderen Dingen nach vorne treiben. Er hat für sein eigenes Defizit, was natürlich tendenziell nach oben geht, wie viele Ökonomen vermuten, um sogar 7 Trillionen in den 4 Jahren, in denen er jetzt im Amt sein wird. Und deshalb hat er eine klare Haushaltssperre jetzt ausgerufen und wird viele internationale Organisationen und viele medikale Themen nicht mehr bedienen. Er wird ein Effizienzprogramm angeleitet von Musk jetzt abzeichnen, indem er Musk an 2 Millionen Beamte freiwillige Kündigungsangebote herausgeschickt hat. 10% angeblich werden davon angenommen. Das sind immerhin 200.000, 300.000 Beamte, die sozusagen freiwillig kündigen, um damit den staatlichen beamtlichen Overhead zu reduzieren. Und dann hat er, wir sprachen kurz darüber, das Thema Panama und Grönland jetzt nicht aus energiepolitischer Sicht, sondern aus handelsstraßenpolitischer Sicht in den Mittelpunkt gestellt. Das ganze Thema Panama und Grönland ist nicht ein amerikanisches Hegemonie-Thema, sondern es ist eine klare It's China Stupid Strategie. Denn China hat sich in Panama positioniert, China hat sich in Grönland positioniert, und das will er mit einer Strategie Panama und Grönland wieder aushebeln. Ja, hast du es gehört vielleicht? Das fand ich ganz interessant. Sein Schwiegersohn ist ja gerade in Grönland gewesen, und natürlich haben die Leute demonstriert dagegen und Make Grönland Great Again, MGGA, dort auch groß mit Postern rumgetragen. Das fand ich ehrlich. Ja, also das Thema ist auch so, dass Grönland tendenziell an den Tisch der Amerikaner kommt. Auch die Europäer werden einsehen, dass das im gemeinsamen Interesse ist. NATO hat jetzt gerade ganz aktuell heute ein Angebot gemacht an Trump, dass man das vielleicht gemeinsam unter der Überschrift NATO lösen kann. Also da gibt es einiges, was im Flusse ist.
Man darf aber eins nicht verkennen, alle diese ganzen Aktionen, die jetzt stattfinden, die haben das Risiko, dass eine Trumpflation hier losgetreten werden könnte. Und diese Trumpflation, der wirkt entgegen Jeremy Powell, der Präsident der Federal Reserve. Und das geht natürlich Trump absolut gegen den Strich. Warum? Weil er gerne die Zinsen gesenkt hätte. Warum? Weil er eigentlich nicht gerne einen starken Dollar haben möchte. Aber was wir sehen, durch die augenblickliche Tendenz, Zinsen in Amerika bleiben so hoch, wie sie sind, und bei uns in Europa gehen sie runter. Das stärkt natürlich den Dollar. Andreas, aber so lange wird Paul doch nicht mehr dabei sein, oder? Naja, bis 2026 geht sein Vertrag. Ob er früher resigniert oder vielleicht irgendwie anders mit Trump sich verheddert, weiß man nicht. Auf jeden Fall ist er bis 2026 noch im Amt. Okay, ein Jahr noch circa. Aber wir müssen zum Schluss kommen, und zwar insofern, als dass wir überlegen, Claudia, was muss eigentlich Deutschland tun? Und wir hatten gestern auch eben ein Gespräch mit einem Leiter des Trump-Teams, und der sagte ganz klar, think positive und don't think negative. Der war jetzt nun in Berlin gewesen, der war in verschiedenen Städten in Deutschland gewesen, und was er gesagt hat, ist, also er hätte noch nie eine so negative Meinung gehört über sich selbst, also Deutsche über Deutsche und Deutsche über den Rest der Welt. Also wir müssen positiv denken, so wie die Amerikaner das grundsätzlich gewohnt sind. Positiv und nicht naiv. Der Deutsche ist eben auch sehr kritisch, ne? Sehr kritisch. Wir müssen versuchen, aus unserem Status Quo-Denken herauszukommen, denn Trump ist disruptiv. Wir müssen lernen, dass Trump kein Politiker ist, sondern wir müssen lernen, dass Trump ein vorsätzlicher Disrupteur oder ähnlich wie man das ist, nennt, ein Dealmaker ist. Der will halt Deals machen. Und wir müssen lernen, dass man mit Trump verhandelt, dass man mit der Rest der Welt auch verhandelt, und dass America First nicht America First nur heißt, sondern es heißt also nicht America First und America Alone. Nein, America will schon mit der internationalen Welt zusammenarbeiten, aber mit auf Deal-Basis, und wir müssen hier eine Transatlantic First Attitude, eine Transatlantic First Meinung sozusagen in den Raum stellen, denn wir wissen, der amerikanische Markt ist der größte. Der amerikanische Markt ist der größte Konsummarkt. Der amerikanische Markt ist der größte Kapitalmarkt. Also wir sollten hier... Der wichtigste Exportmarkt nach wie vor für Deutschland. Und wichtigster Exportmarkt für Deutschland. Wir sollten hier mit erhobenem Haupt, aber doch handlungsbereit, verhandlungsbereit den Amerikanern gegenübertreten. Was aus meiner Sicht positiv ist auch an den ganzen Maßnahmen, ich sehe es ein bisschen wie ein Wake-up-Call, den wir, glaube ich, in Deutschland wirklich brauchen. Denn wenn man das Wirtschaftswachstum ist rückläufig gewesen, und wir müssen unbedingt hier wieder mehr nach vorne kommen. Absolut. Wir brauchen einen Wake-up-Call, und dieser Wake-up-Call hat stattgefunden. Und man kann nur hoffen, dass der Wake-up-Call bis zum 23. Februar hier bei uns wachgerüttelt hat. Ja. Andreas, sehr interessantes Gespräch. Ich bedanke mich dafür und auf bald. Dankeschön. Ja, danke schön, Claudia. Und bis bald.